Herzlich willkommen Steinbock auf meinem Kanal. Ich schaue heute mit den Tarotkarten, was dich jetzt im Juli 2025 erwartet. Bitte beachte dabei auch den Mond sowie Venuszeichen und den Aszendent. Und bis einschließlich Sonntag, 6. Juli, erhältst du noch 36% Rabatt auf alle meine Legungen im Onlineshop. Ausgenommen sind die 2 Kurznachrichten. Du musst hierfür keinen Code eingeben, wird alles automatisch im Warenkorb abgezogen und die Adresse hierfür findest du im angepinnten Kommentar bzw. in der Kanalinfo und auch in der Infobox. Los geht's! Für Steinbock bitte, wie wird der Juli 2025 für Steinbock bitte? Na, ist das eine? Ja, das ist eine Karte. Das ist die 8. große Arkana, das ist die Kraftkarte. Und dann habe ich hier im Unterdeck die 11. große Arkana, das ist die Gerechtigkeit. Also Steinbock, einerseits hier die 11, hier die 8, dazwischen liegt die 3, das ist die Herrscherin. Hier geht es sehr stark darum, dass du auf dich schaust, dass hier etwas wachsen kann, und damit meine ich einfach, dass du im Juli sehr kreativ sein wirst und dadurch entsteht etwas. Etwas ist sozusagen fruchtbar, und wenn du noch schwanger werden kannst, solltest du vor allem im Juli aufpassen, dass da nicht etwas passiert, was du nicht möchtest, weil auch die Herrscherin ist ja immer schwanger dargestellt. Hier nicht, hier wird das quasi versteckt, und hier hast du ja auch die Herrscherin. Die Herrscherin zähmt nämlich den Löwen, die bändigt den und nicht umgekehrt. Also, es geht hier sehr stark darum, dass du deine Kräfte im Juli vereinen wirst, um etwas zu erschaffen. Das hat jetzt nicht zwingend mit dem Beruf zu tun, das betrifft jeden Lebensbereich. Kann ja auch sein, dass du jetzt ein Haus baust oder renovierst, wie auch immer. Das Ganze hat aber sehr stark mit einem lang gehegten Wunsch von dir zu tun, wo du einfach jetzt noch mehr Arbeit reinstecken wirst, und der eine oder andere fängt jetzt erst richtig an, weil jetzt hat er alle Elemente zur Verfügung. Hier mit dem Unendlichkeitszeichen, das ist ja eben ein Hinweis auf den Magier, und der Magier hat alles zur Verfügung, alle 4 Elemente, die er braucht, um glücklich zu werden, um sein Leben selbst in die Hand zu nehmen, aber eben auch all das, was du jetzt zum Beispiel für deinen Hausbau oder für dein Projekt brauchst. Du musst hier nicht zusätzlich eine Erkenntnis etc. dir aneignen. Hier mit der Gerechtigkeit geht es auch darum, dass erstens eine Aussprache reinkommen soll. Das kann auch mit einer Behörde, mit einem Gericht zu tun haben. Vielleicht hast du im Moment einen Rechtsstreit oder auch mit einem Arbeitgeber bzw. mit einem Noch-Arbeitgeber. Hier kommt eine Aussprache, du hast hier das Ass der Schwerter und es geht um eine ehrliche Kommunikation. Hier werden die Karten auf den Tisch gelegt, hier werden auch die Fakten auf den Tisch gelegt, und das Ganze soll dich wieder ins Gleichgewicht bringen. Kann sich hier auch um deine Finanzen handeln, aber das Ganze soll zu deinen Gunsten ausgehen, und du wirst hier vielleicht noch ein wenig Kraft brauchen, aber dann ist das Ganze auch beendet, und vielleicht hast du in der Vergangenheit schon sehr viel Kraft dadurch aufgebraucht, aber wie gesagt, das Ganze soll zu deinen Gunsten ausgehen, und du siehst ja auch hier das ganze Rote. Es geht hier auch sehr stark im Juli um deine Freiheit. Hier mit dem Rot geht es um deine Macht, und hier mit dem Gelb. Gelb steht ja auch immer für die Freiheit. Also, dass du die Macht hast, frei zu sein und dein Leben wirklich in die Hand zu nehmen und das, was du möchtest, auch zu erschaffen, zu kreieren und dir damit einfach deine eigene Freiheit, deine Unabhängigkeit zu erschaffen. Aber schauen wir mal weiter. Ja, und liebestechnisch, bevor ich es vergesse, hier im Juli wird jemand den Mut finden, auf dich zuzukommen und dir hier entweder die Wahrheit zu sagen oder mit dir ein ernsthaftes Gespräch zu führen. Worum es da genau geht, erfahren wir ja vielleicht jetzt. Also, für Steinbock, wie geht's weiter für Steinbock bitte? Wie geht's weiter für Steinbock bitte? So. Ja, die 4 der Stäbe, und hier im Unterdeck habe ich die 6 der Schwerter. Einerseits, du wirst hier einen Erfolg einfahren. Wie gesagt, wenn du hier irgendwelche Probleme mit einem Amtgericht, wie auch immer hast, du wirst hier den Erfolg einheimsen. Du wirst dich danach auch freier fühlen, und du kannst diesen Erfolg dann auch feiern, entweder im Kreis deiner Freunde oder auch deiner Familie. Du lässt hier Altes los, und diese ganzen Konflikte, davor kommen die 5 der Schwerter, und du
begibst dich hier mit den Sechserschwertern auf zu einem neuen Ufer. Das Ganze ist für dich noch ein bisschen ungewiss, ist auch ein wenig wackelig, aber du siehst ja hier, du hast hier das tosende Gewässer und hier ist es endlich ruhig und du bewegst dich auf das ruhigere Gewässer zu. Und hier, weil sich der Tod schon zeigen möchte, hier wird etwas transformiert und das Ganze dient einfach dem, dass du hier in Richtung Sonne gehst, wieder mehr in die Leichtigkeit und dass das, was du nicht mehr benötigst, dieses Schwere aus deinem Leben geht. Wie gesagt, betrifft jeden Lebensbereich. Du weißt ja am besten, was bei dir im Moment aktuell los ist und du wirst dadurch aber auch aufgefordert, durch dieses Tor zu durchstreiten, durch dieses goldene Tor und einfach auch einmal deine kleinen Erfolge zu feiern. Nicht nur immer die großen, sondern dich auch für die kleinen Erfolge zu belohnen, weil auch die sind wichtig, weil gerade die kleinen Erfolge führen dich ja oft zu den größeren Erfolgen. Ja, liebestechnisch, wie ich es gesagt habe, hier kommt eine Einladung bzw. hier kommt auf jeden Fall eine Begegnung mit jemandem, der den Mut aufbringen wird, aber auch das Selbstvertrauen auf dich zuzukommen. Du hast hier die 6 der Schwerter und deswegen nehme ich an, dass im Moment hier nicht so das beste Verhältnis zwischen euch herrscht. Das heißt, entweder habt ihr Streit, es gibt keinen Kontakt oder wie auch immer. Das soll sich aber ändern, weil hier auch, man möchte weg von den Konflikten, man möchte hier wieder Annäherung und auch hier Freude, Stabilität mit dir und vielleicht jetzt im Sommer wirst du eingeladen, 8-8 am Timer und ich habe das Gefühl, dass sich dein Gegenüber sehr viel überlegen wird, wie er auf dich zukommen wird, was er sagt, aber auch wie diese Begegnung stattfinden kann. Ich nehme hier eher wahr, dass sich der Mann ist in den meisten Fällen ein Mann, auch wenn es jetzt nicht wirklich um die romantische Liebe gehen muss, aber dass der hier sehr lange überlegt, was er am besten anstellt, um dich wirklich davon zu überzeugen, dass er es ernst meint und dass das jetzt nicht irgendwie so, heute bin ich da, morgen bin ich dort, sondern dass sich der hier wirklich ins Zeug legt, damit der Steinbock einfach wieder von sich überzeugen kann. So. Wie geht's weiter für Steinbock? Ja, dann gut. Also, hier brauchen wir nicht lange mischen, fällt von alleine, 17. große Arkana, das ist der Stern, das ist die Wunscherfüllung, das ist die positive Zukunft, das ist die Heilung und es ist ja so, wie ich es vorhin angesprochen habe, ich zeige es dir, bei der Herrscherin gibt es einen Fluss, der bei ihr entspringt und dann weiter geht zur 14. großen Arkana, das ist die Mäßigkeit und hier beim Stern einfach mündet. Das heißt, der Stern, das ist eine lange Zeit, du kannst diesen Wunsch schon lange hegen, dass der endlich weitergeht in deinem Leben, dass das leichter wird oder vielleicht eben auch der Gerichtsprozess. Du siehst ja hier bei der Herrscherin, das ist der Fluss, der bei ihr entspringt, bei der Herrscherin entsteht ja etwas und wie gesagt geht dann weiter zur Mäßigkeit, das ist eben diese Geduldskarte, aber eben auch die Heilung und hier ist dann eben Endstation beim Stern Steinbock, aber beim Stern geht es eben auch um die Klarheit und auch darum, dass vielleicht du ein kleiner Star werden kannst, also mehr in die Öffentlichkeit gehst oder vielleicht gehst du einfach mit einem Projekt in die Öffentlichkeit oder du wirst in der Öffentlichkeit einfach sichtbarer dadurch und gewinnst dadurch auch Anerkennung oder wirst quasi prominent, warum auch nicht. Und hier eben dieser Erfolg kann ein langer Wunsch von dir sein. Hier geht es aber eben auch mit dem Stern um die Heilung. Du siehst ja hier bei der Quelle das Quellwasser und du bist einfach an der Quelle. Und es geht hier, du siehst ja, die Dame ist nackt, auch darum, dass du wieder Vertrauen hast, vielleicht in dich selbst, aber auch eben in die Gerechtigkeit, dass die Dinge einfach so kommen, wie sie kommen sollen und dass alles auch einen Sinn hat. Und beim Stern, das ist ja auch von oben geführt, du wirst hier unterstützt, du wirst hier auch von oben geführt. Also wenn die Dinge vielleicht auch nicht so gut gelaufen sind in der Vergangenheit, dann hatte das einfach einen Grund. Entweder weil du mehr in deine Kraft gehen solltest, mehr in deinen Selbstwert, in dein Selbstbewusstsein oder weil es vielleicht andere Lernaufgaben gab. Wir werden ja regelmäßig geprüft vom Universum, auch wenn wir nicht mehr in der Schule sind. Ja, Steinbock, das bleibt leider niemandem erspart, aber
hier mit dem Stern geht es auch darum, dass du für dein Gegenüber die Wunscherfüllung bist. Der möchte hier die Heilung, der möchte hier auch wieder diesen Einklang, diese Harmonie, und hier soll es einfach ruhiger zwischen euch werden. Hier soll der Einklang wieder stattfinden und der möchte sich hier aber auch so zeigen, wie er ist. Der möchte hier wirklich so quasi Seelenstriptease machen und dir alles erzählen, aber auch vor allem die Wahrheit, warum die Dinge vielleicht so waren, wie sie eben waren. Und das Ganze ist, wie gesagt, von oben geführt. So, und zum Abschluss bitte noch einen Impuls für Steinbock. Und ich hatte im Unterdeck die 7 der Münzen, also das Ganze kann sich wirklich vielleicht schon sehr lange hingezogen haben. Und hier habe ich die 4 der Kelche und im Unterdeck habe ich die 8 der Schwerter, also Steinbock. Einerseits hier mit den 4 der Kelchen und vor allem mit dem Stern. Vielleicht kannst du diese Wunscherfüllung im ersten Moment nicht wahrnehmen und denkst dir, ist das wirklich für mich? Die ganze Zeit lief es nicht so gut und jetzt kommt es plötzlich zu mir. Kann das überhaupt sein? Und du wirst hier vielleicht, ich nehme da nicht jeden Steinbock wahr, es ist eine kollektive Legung, aber so manche, du siehst ja auch hier, dir wird der Kelch gereicht, das ist ja die Chance von oben, weil der Kelch, du siehst, der kommt ja aus dem Nichts und du schaust ja da nicht hin. Es kann hier wirklich darum gehen, dass du diese Chance im ersten Moment nicht erkennst oder hier mit den 8er Schwertern einfach Zweifel hast, ist das jetzt wirklich für mich bestimmt? Oder wie gesagt, vorhin lief es nicht so gut und jetzt soll es plötzlich bergauf gehen, alles läuft dann wie geschmiert, irgendwie kann ich dem Braten nicht trauen. Und hier geht es einfach darum, es sind nur Gedanken, rede dir das nicht schlecht, es ist für dich bestimmt, es soll jetzt einfach Klarheit reinkommen, es soll auch einfach Besserung reinkommen, nutz die Chance und hinterfrag sie nicht. Ich weiß, du bist ein Erdzeichen, ist schwierig, ich bin selbst Steinbock im Aszendent, aber wenn hier die Chance auf dich zukommt, das ist wirklich etwas, das dich langfristig glücklich macht und es ist für dich bestimmt, das ist jetzt keine Verarsche oder sonstiges. Und liebestechnisch nehme ich es eher so wahr, dass sich dein Gegenüber lange Zeit unsicher war, wie er auf dich zukommen soll, aber eben auch in seinen eigenen Gedanken festhing. Der hat sich hier quasi selbst angekettet. Du siehst ja, wie die Frau hier angekettet ist und auch blind. Also die sieht ja nichts, die sieht nicht, dass hier bald die Flut kommt. Aber das sind halt diese limitierenden Glaubenssätze. Und ich nehme hier eben auch wahr, ich habe hier zweimal die 8, das kann auch ein Zeichen für dich sein. Und auch zweimal die 4, also entweder siehst du die 44 oder die 88 häufig, das ist einfach ein Zeichen, dass du dir aus dieser Legung etwas rausziehen kannst. Aber hier mit deinem Gegenüber, ich habe eher das Gefühl, dass der lange nicht im Selbstwert war, dass der hier irgendwie so, ich bin nicht gut genug für Steinbock oder ich kann Steinbock nicht das bieten, was Steinbock möchte, was Steinbock braucht, und das wird sich aber dann ab Juli ändern und er wird hier endlich in den Selbstwert kommen und da auch ein wenig Gas geben, weil sonst bist du weg. Und in der Vergangenheit kann der einfach deinen Kelch abgelehnt haben, beziehungsweise hat sich der zurückgezogen und das hat ihm aber auch nicht gut getan, weil hier mit den 4 Kelchen geht es auch sehr stark um Depression, aber auch um dieses Niedergeschlagene und auch um den Rückzug. Also der kann sich auch von dir zurückgezogen haben, aber hat dann gemerkt, dass es nicht die beste Entscheidung war, aber in dem Rückzug hat er auch gelernt, in seinen Selbstwert zu kommen und wird dann im Juli auf dich zukommen, weil du eben seine Wunscherfüllung bist. Ob du das überhaupt möchtest, Steinbock, das entscheidest du. Die Chance ist auf jeden Fall da und du hast ja auch hier das Ass der Münzen. Das Ganze kann dann auch stabil werden und vielleicht auch langfristig, vielleicht wirst du dann auch mit ihm ein Tor durchschreiten, diesen Rosenbogen. Also, in diesem Sinne, Steinbock, bin ich nun am Ende der Legung. Wenn du damit in Resonanz gehst, dann freue ich mich über deinen Kommentar bzw. Feedback. Und ansonsten wünsche ich dir alles Liebe und bis bald.